Neues soziales Wohnen. Wie wohnen wir morgen? Wohnen ist ein Menschenrecht. Klimaanpassung und ökologische Nachhaltigkeit. Leistbare und lebenswerte Wohnungen für die Wienerinnen und Wiener. Die Rahmenbedingungen des sozialen Wohnungsbaus haben sich dramatisch verändert. Und nun ist die Aufgabe da, dass man dieses ganze System, dieses sehr komplexe System, diesen Veränderungen ganz schnell anpasst. Und das geht natürlich nicht so einfach. Und deswegen ist so ein Schritt einer IBA etwas ganz Fantastisches und etwas, also im Grunde genommen, man kann es nur auf so eine Weise machen, nicht? Die IBA Wien hat sich das Thema soziales Wohnen genommen, ein Thema, wo die Stadt stark ist. Daher wurde sie auch anders aufgesetzt als eine IBA, die in einem Bereich sich neu etablieren muss. In Wien gibt es eine Fülle von Institutionen, die sich um das Wohnen kümmert, die auch gut eingespielt sind, wo auch das Netzwerk sehr dicht ist. Daher hat man die Entscheidung getroffen, dass man mit diesem Netzwerk an Institutionen bewusst arbeitet, das eigentliche Team der IBA daher kleiner hält und die anderen Partner und Partnerinnen hereinholt. Auch die organisatorische Form ist anders als in anderen IBAs. Es wurde nicht vollkommen ausgelagert, sondern in der Geschäftsgruppe Wohnen in der Verwaltung angesiedelt und von da ausgehend dann die Kontakte mit den externen Partnern und Partnerinnen geknüpft. Die Großwetterlage, die Weltsituation, der Klimawandel, das Energiethema, überhaupt das Zusammenleben in der Gesellschaft fordern uns, gemeinsam zu arbeiten, den Diskurs zu führen und uns immer weiter zu entwickeln. Also so gesehen war die IBA oder ist die IBA ja immer noch ein ganz, ganz wertvoller Diskussionsbereich, eine Plattform, eine Institution eigentlich, ja, die ganz viele Disziplinen zusammenführt und die Komplexität versucht zu vereinfachen und lebbar oder erlebbar zu machen. Nicht nur in Wien, sondern auch in der internationalen IBA-Community, wenn man so will, war das eine Frage. Warum macht die IBA Wien ausgerechnet eine IBA, also nimmt dieses Format einer IBA, um sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, wo die Stadt wirklich stark ist. Das ist die Stärke der Stadt, für die man weltweit bekannt ist. Genau das sehe ich aber als Legitimation, sich so eines Formats zu bedienen, weil in einer Zeit, wo wir so vielen Veränderungen ausgesetzt sind, wir haben begonnen noch vor dem Ukraine-Krieg, noch vor der Pandemie, und trotzdem waren Preisexplosionen am Grundstücksmarkt zum Beispiel ganz enorm, die Geschwindigkeit, wie die Welt sich verändert, die Einkommensschere, die auseinandergeht, also die Umverteilung von unten nach oben, die wunderbar funktioniert. Nach wie vor all diese Problematiken sehen wir ja, und die treffen genau beim Thema soziales Wohnen natürlich auf. Das spüren die Menschen. Daher ist es wichtig, dass man, wenn man wo stark ist, sich permanent damit auseinandersetzt, wie man sich verändern muss. Mir gefällt in dem Zusammenhang die Aussage des Bürgermeisters sehr gut, der sagt, die Haltung bewahren wir über die Zeit und über die Jahrzehnte, aber die Maßnahmen verändern wir permanent. Die IBA hat einfach eine Plattform geboten für ganz viele Ideen, für Akteure, Akteurinnen, für Initiativen, die da andocken haben können und eben ihre Ideen einbringen haben können. Und die IBA hat diese Ideen unterstützt, vor den Vorhang geholt, auch vielleicht ein bisschen in Richtung Umsetzung gebracht. Und damit, glaube ich, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen, was sozusagen mit diesen Initiativen, mit diesen Akteuren, Akteurinnen passiert und mit ihren Ideen. Die IBA Wien hat zuerst einmal zugehört. In ganz vielen IBA-Talks hat sie einfach mal gehört, was sind denn die Herausforderungen im Zusammenhang mit neuem sozialen Wohnen. Dann hat sie ganz viel kommuniziert. Das bedeutet diskutiert, vernetzt, vermittelt,
Dann hat sie ganz viel auch geforscht. Manchmal war die IBA Wien auch lästig und hat nochmal nachgestupst oder nachgefragt. Sie hat auch ganz viel beworben und präsentiert. Sie hat ganz viele besondere Innovationen einfach auch sichtbar gemacht, die sonst vielleicht manchmal untergehen. Und die IBA Wien hat sich einfach einen Raum geschaffen in der Zeit und eine Plattform gebildet, die von allen Akteurinnen, allen Bewohnerinnen auch in irgendeiner Form genutzt werden konnte. Im Wohnbau ist es so wie sonst auch beim Bauen, dass immer alle, wenn dann das Projekt läuft, ganz stark auf ihres fokussiert sind. Und was mich beim Bauen interessiert, ist eher, was passiert rundherum, wie sind die Zusammenhänge. Und die IBA ist so ein Ding, das genau das schafft. Also, dass man darauf schaut, was gibt es nicht nur hier, sondern auch woanders, wie hängt das zusammen, was ist das Außergewöhnliche. Das ist so ein sehr spezieller und sehr interessanter Zugang, der dem total entspricht, was mich interessiert am Wohnbau. Unser Leitspruch war und ist bis heute, dass die IBA Wien all diejenigen sind, die sich aktiv an ihr beteiligen. Konkret sind das über 400 Partnerinstitutionen gewesen und im Endeffekt haben wir mit ca. 800 Einzelpersonen zusammengearbeitet. Das sind zum Beispiel Bauträger, Architektinnen, Landschaftsplanerinnen und die zahlreichen Expertinnen, die in der sozialen Nachhaltigkeit tätig sind. Wenn es um wichtige Partnerinnen innerhalb der Stadt Wien geht, dann ist natürlich die Geschäftsgruppe für Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und Frauen ganz zentral für die IBA Wien. Dazu gehören auch das Wohnservice Wien, Wohnfonds Wien, Wiener Wohnen und auch die unterschiedlichen Magistratsabteilungen der Stadt Wien. Die IBA Wien ist auch Stadtteilmanagement und da, um ein paar Beispiele zu nennen, Wohnpartner, Gebietsbetreuungen und Quartierswerkstätten. IBA Wien sind Wohnbauforschung, MA50, Future Lab, Uni Wien und viele andere und zahlreiche Forscherinnen und Forscher, die im Rahmen der IBA geforscht haben. Wichtige IBA-Partnerinnen sind vor allem die rund 60.000 Bewohnerinnen und Bewohner der IBA-Quartiere und Projekte. Und die das alles getragen haben, das IBA-Team. Also IBA hat für mich in meiner lokalen Arbeit vor Ort den Raum für die Diskussion zum Thema Wohnen in der Stadt aufgemacht und auch gleichzeitig die Diskussion der Akteure vor Ort angefeuert, die sich dann auch über diese Auszeichnung als Gruppe verstanden haben. Das Motto Neues soziales Wohnen soll den Schwerpunkt auf Innovationen zum Ausdruck bringen. Das Neue ist dann fast eine Überbestimmung, wenn man einmal schon über Innovationen gesprochen hat. Es geht nicht darum, zu sagen, das soziale Wohnen sei nicht in Ordnung und müsste erneuert werden, sondern das Neue steckt eigentlich in dieser Historie der Stadt Wien drinnen, sich permanent zu erneuern. Das Glück ist ein Vogel ist eine Wiener Redewendung. Es bringt zum Ausdruck, dass so wie ein kleiner Vogel, der plötzlich da ist und wieder weg ist, sehr stark von Vergänglichkeit geprägt ist und nichts sicher ist. Auch die Werte, die wir haben, und wenn jetzt die halbe Welt auf Wien schaut, was das Wohnen betrifft, das heißt nicht, dass das für immer und ewig gegeben ist. Da muss man permanent daran arbeiten. Und weil die Stadt das tut, über Jahrzehnte hinweg, funktioniert es auch. Und wir haben das ja auch in der IBA sehr stark zum Thema gemacht. Wohnen heißt nicht nur die vier Wände, sondern da gehört dazu der Raum davor, der öffentliche Raum, die Arbeitswelt, die Art, wie ich mich in einem Quartier bewegen kann. Also eigentlich Lebensumstände generell, wo das Wohnen einfach dieser Anker ist, auf den man sich verlassen können will. Und das ist natürlich gerade in einer Zeit, wo so viele Dinge grundsätzlich in Frage gestellt werden, auch bedroht. Es gibt immer wieder ganz dezidiert Überlegungen, ob denn geförderter Wohnbau nicht dem Wettbewerbsgedanken widersprechen würde. Wien hat immer die Haltung vertreten, Wohnen ist ein Menschenrecht, so steht es auch in der Menschenrechtscharta drin. Und wenn das so ist, dann heißt das nicht, das ist das erste Handelsgut, das man ganz oben sehen würde, sondern das ist ein Gut, das es bereitzustellen gilt. Und die IBA sieht sich in dieser Zeit, ein kurzes Zeitfenster, 7 Jahre, wo man sehr fokussiert genau auf diese Problematik den Blick wirft,
und versucht herauszuarbeiten, was bringt uns denn in die Zukunft, welche Ideen, welche Prozesse, welche neuen Herangehensweisen und auch neue Partnerschaften brauchen wir, damit wir mit gutem Gefühl auch in die Zukunft gehen können und diese hohen Qualitäten erhalten können. Die IBA hat mir das gebracht im Zuge der Fertigstellung des Projektes, dass wir dann einfach die Möglichkeit hatten, den gesamten Prozess, den gesamten Planungsprozess und die gesamte Umsetzung noch einmal Revue passieren zu lassen und dann einfach wirklich nachzuschauen, wo sind wirklich die Hidden Treasures, die wir versprochen haben, die wir umgesetzt haben, wie kommen die an. Es gab verschiedene Möglichkeiten, sich bei der IBA zu bewerben und ein IBA-Kandidat zu werden. Eines davon ist mit Hilfe von einem Open Call, also von einer Ausschreibung gelaufen. Es gab ein IBA-Memorandum, das entwickelt wurde. Und wenn man der Meinung war, dass das eigene Projekt diesen Vorgaben aus dem IBA-Memorandum entspricht, dann konnte man sich ganz normal bei uns melden und mit Hilfe von einem Formular dann sich als IBA-Kandidat bewerben. Dann wurde es einmal vom IBA-Team begutachtet und später dann im IBA-Beirat diskutiert, ob es ein innovativer Beitrag für das neue soziale Wohnen ist. Eine andere Möglichkeit waren die Bauträgerwettbewerbe. Da konnten wir als IBA Wien gemeinsam mit dem Wohnfonds Wien die Ausschreibungsunterlagen gestalten. Und es waren 4 Bauträgerwettbewerbe. Der erste war Quartier am Seebogen, das waren 2 Bauträgerwettbewerbe. Da war das Thema Wohnen und Arbeiten. Der dritte Bauträgerwettbewerb war Beresgasse und der 4. an der Schanze. Und indem wir die Ausschreibungstexte oder Inhalte mitgestalten konnten wir sozusagen auch die Ergebnisse auch ein bisschen mit beeinflussen. Und bei jedem dieser Bauträgerwettbewerbe konnte man sich mit dem Projekt noch zusätzlich als IBA-Kandidat bewerben. Also einfach so beschreiben, was ist das Besondere und was ist der Mehrwert für das neue soziale Wohnen. Und eine dritte Schiene, die sich einfach durch den Prozess ergeben hat, waren die verschiedenen Beobachtungen von unserer Seite, was gerade in der Stadt läuft, wie zum Beispiel das Projekt Beitop City oder andere Projekte, wo wir gesagt haben, die machen so viele tolle Sachen, das müsste man sichtbar machen, und wo wir dann an sie herangetreten sind und gesagt haben, was hält ihr davon, wenn ihr euch als IBA-Kandidat bewerbt? Dass wir eben auch in den IBA-Zielgebieten mit unserem Projektbus, mit unserem Buslabor unterwegs waren, das hat sehr viel gebracht, ja? Auch für unsere Forschungsarbeit, also eben die Zusammenarbeit, das gemeinsame Forschen mit Kindern und Jugendlichen zu räumlichen Prozessen. Das war eine gute Basis und guter Anknüpfungspunkt über die IBA. Also ein ganz essentieller Punkt der IBA Wien ist auch die Vermittlung der Botschaft, oder was bedeutet denn neues soziales Wohnen? Und da war es ganz wichtig, auch die verschiedenen und unterschiedlichen Zielgruppen zu erreichen. Und einerseits waren das zum Beispiel Kinder und Jugendliche, die wir über ein Schulprojekt IBA trifft Schule versucht haben zu erreichen, mit Schulmaterialien und gemeinsamen Workshops, aber auch der Zusammenarbeit mit der Wanderklasse, die extra für uns oder mit uns Führungen und Workshops für Kinder und Jugendliche entwickelt haben, die wir dann gemeinsam auch teilweise durchgeführt haben. Natürlich versucht man auch die Bewohnerinnen und Bewohner direkt vor Ort in den bestehenden Quartieren oder in den zukünftigen Quartieren zu erreichen. Und da haben wir zum Beispiel das Format IBA vor Ort sozusagen entwickelt. Das war einerseits ein IBA-Talk, wo man sich austauschen kann und erfahren kann, was bedeutet das, was entsteht da gerade, aber auch ein Kino oder auch einmal Führungen durch das Quartier, um auch ein bisschen die Geschichte zu erfahren oder auch den Hintergrund, warum entsteht da jetzt das, was entstehen wird. Eine andere Art der Vermittlung war über Kunst und unsere Kunstprojekte. Und um vielleicht 2 einfach hervorzuheben, war einerseits das Projekt Ich brauche Platz. Das ist ein umgebauter Linienbus, in dem dann verschiedene Workshops stattfinden konnten. Einmal musikalisch, einmal auch filmerisch, oder man hat zusammen gebastelt. Und als
zweites Beispiel vielleicht mein letztes Auto, eine künstlerische Intervention, die stattgefunden hat im Sonnenviertel und sozusagen das Thema Mobilität und Wohnen auch nochmal aufgegriffen hat. Und wie das IDA, also international schon sagt, war natürlich auch die Vermittlung im internationalen Netzwerk sehr essentiell. Und da gibt es eben das IBA-Netzwerk, das sich mindestens einmal im Jahr trifft und da gemeinsam das Format IBA bespricht. Ist das überhaupt heute noch zeitgemäß? Was muss man vielleicht adaptieren? Braucht man vielleicht strengere Regeln? Und dann natürlich auch immer sagt, okay, wie sieht der Stand der Dinge gerade bei den einzelnen IBAs aus? Und auch so ein bisschen Erfahrungsaustausch, was können wir von einer schon ausgelaufenen IBA lernen? Und gerade zukünftige IBAs sind da immer sehr interessiert daran, was kann man vielleicht anders machen. Die IBA Wien hat mir eine sehr interessante Fragestellung gebracht. Wie wohnen wir morgen? Und das hat uns im Gemeindebau einen Experimentierraum ermöglicht, zu schauen, was brauchen unsere Mieterinnen und Mieter heute und was werden sie in den nächsten 10 Jahren brauchen, wenn wir verschiedene Veränderungen in Betracht ziehen, zum Beispiel demografische Veränderungen, klimatische Veränderungen, technische Veränderungen. Und da haben wir einfach sehr viel umsetzen können in diesem Experimentierraum. Die Prozessentwicklung haben wir in der Ausstellung dann zu einem Kernthema gemacht, weil wir gesehen haben, in der Arbeit mit den Partnern, speziell bei den Quartieren, dass so viel Energie in die Kommunikation fließt und dass dort, wo das auch gut koordiniert abläuft, es zu ganz großen Unterschieden führt in den Ergebnissen. Ein Beispiel ist das, was wir in Neu-Leopoldau, gemeinsam wissen wir mehr, heißt dieser Prozess, gesehen haben. Die Gebietsbetreuung, Stadtteilmanagement hat dort einen Prozess geleitet, der sehr klug, sehr feinfühlig, mit viel Know-how ausgestattet, von Beginn an alle Akteurinnen und Akteure zusammengebracht haben. Bauträger, Planende, Experten, um sicherzustellen, dass die Leistungen, die dort eingebracht werden und auch die ja in einer Wettbewerbssituation, in einer Konkurrenzsituation eingebracht werden, zu einem kooperativen Prozess gebracht werden. Das ist gar nicht so einfach, wenn man als Konkurrenten antritt, zum Teil auch um dieselben Akteure sich bewerben muss, wenn es darum geht, im Erdgeschoss Nichtwohnnutzungen unterzubringen. Also steht man da ja in einem Konkurrenzverhältnis. Dann trotzdem zu einem gemeinsamen Produkt zu kommen und zu einem gemeinsamen Vorgehen, das braucht Begleitung und das braucht Know-how. Das wurde dort geleistet und das führt dazu, dass man dann Synergien nutzen kann, dass man sehr gut aufeinander eingehen kann. Im Endeffekt führt es zu einem guten Quartier. Das ist dann ein anderer Schwerpunkt, den wir gewählt haben. Die Entwicklungsgesellschaft in der Seestadt Aspern zum Beispiel hat die Quartierswerkstatt eingerichtet. Ein ähnlicher Prozess, ganz am Anfang. Wichtig ist halt, dass man das am Anfang auch verpflichtend macht. Das heißt, es ist klar, jeder, der sich am Verfahren beteiligt, weiß auch schon, da gibt es nachher noch ein weiteres Verfahren. Das ist nicht mit dem Wettbewerb zu Ende und dann baue ich mein Ding, sondern da setzt man sich dann noch zusammen und versucht, das gut abzustimmen. Was wir gesehen haben, ist, dass auch diese Art der Kommunikation dazu führt, dass nach einigen Runden die Beteiligten sehr gerne und freiwillig dabei sind, weil sie sehen, da hat man was davon, da lernt man was von anderen, da kriegt man auch aktuellere Informationen, mit denen man selbst arbeiten kann, spart sich vielleicht sogar nicht nur Zeit, sondern auch Geld, wenn man dann Dinge gemeinsam einkaufen kann oder was immer, bestellen kann. Also all diese Prozesse sind extrem wichtig als Grundlage, das ist so ein eigener Layer, der dann für gute Quartiere beiträgt, zu guten Quartieren beiträgt. Die IBA hat mehrere wichtige Aufgaben übernommen. Das eine ist, die Partner sind alle hochprofessionell, aber die IBA hat zwischen diesen Partnern gespielt, hat die Zwischenräume besetzt, hat Leute zusammengebracht, die alle für sich unglaublich gut arbeiten, aber selten miteinander arbeiten. Zweites, die IBA hat Akzente gesetzt. Für mich als Stadtplaner natürlich ein ganz wichtiges Thema, die Frage der Quartiersentwicklung. Der Wiener Wohnungsbau ist der Wiener Wohnungsbau, ist der Wiener Wohnungsbau. Das heißt, wir haben gelernt, dass wir den Wohnungsbau in einem Qualitätsanspruch realisieren, der vielleicht sogar weltweit seinesgleichen sucht im geförderten Segment.
Aber wir müssen lernen, dass die Entwicklung von Stadt mehr ist als nur die Summe von Wohnbauten. Und diese Maßstabsebene, diesen neuen Fokus, den man reinbringt, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Leistung der IBA gewesen, den mit Vehemenz, mit Beharrlichkeit, mit Offenheit, mit Esprit immer wieder hineinzuspielen in die Verfahren, die wir haben, sodass wir mittlerweile mit Fug und Recht sagen können, in Wien, das Quartier, der Maßstab des Quartiers ist nicht mehr wegzudenken. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Erfolg dieser IBA. Ein weiteres Kernthema der IBA Wien ist Leistbarkeit und neue Wohnformen. Wohnen ist ein Menschenrecht und das ist sogar in einem internationalen Pakt festgeschrieben. Und das wird auch immer schwieriger, weil alles in der letzten Zeit auch immer teurer wird. Und gerade dieses Thema der Leistbarkeit war immer schon ein Thema und wird jetzt immer spürbarer. Was bedeutet Leistbarkeit? Aber Leistbarkeit ist nicht immer nur die Miete, die man dann vielleicht zahlt, sondern auch passt der Raum, kann ich mir ein zusätzliches kleines Zimmer leisten, wo ich dann Homeoffice mache, weil das plötzlich auch ein viel größeres Thema ist als noch vor 3 Jahren, damit ich arbeiten kann und mir meine Wohnung leisten kann und nebenbei aber auch meine Familie ihren Raum hat. Es kann aber auch gelöst werden, dieses Thema Leistbarkeit über diese Wohnformen. Ich bin zum Beispiel eine Alleinerziehende und brauche ein bisschen einen Rückzugsort. Durch neue Grundstrukturen, wie zum Beispiel verschiebbaren Wänden, ist das ermöglicht worden, dass man einfach sich auch einmal zurückziehen kann. Ein weiterer Punkt kann sein, indem es plötzlich ein Zimmer in der Mitte gibt und von 2 Seiten zugänglich ist und somit, wenn man getrennt lebt, trotzdem das Kind nicht darunter leiden muss. Es sind aber auch ganz andere Dinge, wie einfach, es gibt in meinem nächsten Quartier alles, was ich irgendwie brauche und ich muss nicht immer weiter weggehen. Und wenn ich einen zusätzlichen Raum brauche, dann kann ich mir den zumieten. Dadurch, dass das Thema Wohnen jetzt so eine zentrale Rolle eingenommen hat, speziell in der letzten Zeit, sind auch plötzlich ganz andere Akteurinnen und Akteure präsent und spielen eine wichtige Rolle. Als Beispiel kann man da vielleicht die Baugruppen nennen, die in einem Quartier eine neue Rolle übernehmen, indem sie zum Beispiel die Erdgeschosszonen einfach bespielen und so allen zugänglich machen. Die IBA hat mir vor allem Sichtbarkeit von wirklich vielen tollen Projekten gebracht. Also ich glaube, von einigen Sachen hätte ich nie gehört oder nie in dieser schön aufbereiteten Form mit diesen Flyern und mit dieser, ich habe so im Büro zu Hause liegen, dieses Packerl an Flyern von den ganzen IBA-Projekten, wo man total gut durchschauen kann, einfach so diese Eckdaten von den Projekten. Und das hat mir die IBA auf jeden Fall gebracht. Also eines der Kernthemen der IBA Wien ist die Nutzungsmischung, die natürlich ganz eng im Zusammenhang mit der Quartiersentwicklung steht, aber auch bei einzelnen Projekten der IBA Wien eine zentrale Rolle einnimmt. Städte leben von einer Vielfalt, Städte leben von unterschiedlichen Möglichkeiten und da ist es einfach wichtig, dass man nicht nur den Fokus auf das Wohnen alleine setzt, sondern auf verschiedene Nutzungen im Quartier eingeht und diese ermöglicht. Zu einer Nutzungsvielfalt gehören unterschiedliche Dinge, das ist zum Beispiel das Wohnen, das ist das Arbeiten, aber auch Freizeitmöglichkeiten, die zusammengebracht werden sollen, die gleichzeitig auch kurze Wege zum Beispiel in einem Quartier ermöglichen und somit auch einen Beitrag leisten, um den motorisierten Individualverkehr zum Beispiel ein bisschen zurückzunehmen, Emissionen einzusparen etc. Weitere wichtige Nutzungen oder Themen sind Kultureinrichtungen, sind aber auch soziale Einrichtungen, die ganz wichtig sind für die Identität eines Grätzls oder eines Quartiers. Gerade heute, wenn es darum geht, dass sich verschiedene Arbeitsformen verändern, Stichwort Homeoffice beispielsweise, ist es wichtig, dass man eben unterschiedliche Möglichkeiten in einem Quartier bietet. Und das wurde auch in der IBA Wien in den verschiedenen Projekten und Quartiersentwicklungen umgesetzt. Im Rahmen der IBA zeigt sich die Nutzungsmischung zum Beispiel im Quartier am Seebogen, wo es unterschiedliche Nutzungen innerhalb des ganzen Quartiers gibt, von Bildungseinrichtungen über Kultureinrichtungen bis hin zu Angebote für die Bewohnerinnen an Gemeinschaftsräumen etc. Aber nicht nur auf der Quartiersebene, sondern auch auf der Projektebene spielt diese Nutzungsvielfalt ganz eine wichtige Rolle. Das sind Projekte wie beispielsweise die Hauswirtschaft, die das Thema Wohnen und Arbeiten zusammenbringt und auch ein Gebäude für das ganze Quartier werden möchte.
Die IBA Wien ist wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt gekommen, um dem Projekt auch nochmal so einen Schub zu geben. Also es war die Möglichkeit, von der Seite auf das Projekt zu schauen und es wurde geschafft, dass quasi die Bauherren noch einmal genau auf ihr Projekt geschaut haben. Es war ganz viel Bewusstseinsbildung dabei und gegenseitiger Austausch dann dadurch. In der Bestandsentwicklung kann Wien auf eine lange Tradition zurückblicken, beginnend mit der sanften Stadterneuerung in den 1970er Jahren. Und heute stehen im Fokus die Großwohnanlagen der 50er, 60er, 70er Jahre. Dort geht es um Themen wie thermische Sanierung, Mobilität, aber vor allem auch um eine sozial nachhaltige Weiterentwicklung. In den IBA-Quartieren Berlin-Hanson-Siedlung und auch bei Smarter Together wurden hier einige große Projekte realisiert und ich glaube, dass da die IBA gute Anstöße geliefert hat für die Zukunft. Aber auch in der Bestandsstadt, in der Gründerzeitstadt gibt es hier einige interessante Vorzeigeprojekte, wie zum Beispiel das Projekt Apfelbaum, Pocket Manhattan, wo es um liegenschaftsübergreifende Bestandssanierung geht, um energetische Sanierung. Und ich glaube, dass das die Themen der Zukunft sind und hier sehr viel Potenzial für die Stadt liegt. Ich fand diese Vernetzung, diese Miteinander, Füreinander und nicht die Konzentration bei einzigen Projekten, sondern einfach so quartiersübergreifend, bauplatzübergreifend, hat uns in unserer Arbeit wahnsinnig weit gebracht. Was ich glaube, mit der Quartiersplanung sehr gut gelingt, ist, dass diese Maßstäbe, die ja im Wohnbau mittlerweile doch eine große Dimension sind, weil der Wohnbau ja ein wichtiger Stadtentwicklungsmotor ist, dass man damit diese Dimensionen in einen sehr menschlichen Maßstab runterbrechen kann. Wir haben am Anfang im Memorandum einige so zentrale Themen definiert. Da war neue soziale Quartiere war ein Thema. Und dann haben wir gesehen in der Bearbeitung mit den Projekten, die reingekommen sind und die wir zum Teil auch über die Calls, mit dem Wohnfonds gemeinsam ausgeschrieben haben, dass die Quartiersentwicklung eigentlich ein Überthema ist. Das steht drüber. Und dass wir viele Ziele, die im Memorandum definiert waren oder die wir erreichen wollten, bei einer gut koordinierten Quartiersentwicklung eigentlich mit erreicht werden. Das beginnt bei Mobilität, bei Aufenthaltsqualität, bei der Schnittstelle zum öffentlichen Raum bis hin zu Zusammenleben generell, dem Angebot, kurze Wege, auch die CO2-Reduktion, all diese Themen, die wir versucht haben, mit Einzelprojekten aufzugreifen, sichtbar zu machen. Wenn wir die Quartiersentwicklung gut betreiben, dann sind die eigentlich am besten erreichbar. Und deshalb haben wir dann so viel Wert gelegt auf diese Quartiersentwicklung. Heißt, dass wir auch eine andere Herangehensweise gewählt haben, was jetzt das IBA-Selbstverständnis betrifft. Beim Thema neues soziales Wohnen ist es eigentlich nicht möglich, dass jedes Gebäude für sich ein herausragendes Leuchtturmprojekt ist. Das ist etwas, das man grundsätzlich in dem Verständnis der IBA aus der Vergangenheit durchaus erwarten könnte. Wir haben aber uns entschieden, dass der eigentliche Leuchtturm das Quartier ist und dass die einzelnen Projekte, die zu diesem Quartier beitragen, möglichst bald gut koordiniert werden, in einer sehr frühen Phase aufeinander abgestimmt, sodass sie, wenn sie fertiggestellt sind und wenn der gesamte Bereich besiedelt werden kann und wenn ich jetzt vom Neubau spreche, dass es dann eine bestmögliche Situation für die Bewohnerinnen, für die Arbeitenden, für die Schülerinnen und Schüler, was immer dort dann passiert, gibt. Also die Entscheidung ist, mache ich etwas, das wirklich herausragend ist, nie wieder nachgebaut werden kann, weil es so mit so viel Energie ausgestattet ist. Da kann man schon lernen davon und es hat touristische Aspekte und was immer. Oder machen wir etwas, was bei den Menschen direkt landet und auch ausrollbar ist. Und das war die Entscheidung, die wir in der IBA Wien getroffen haben. Deshalb ist die Quartiersentwicklung so zentral.
Was die IBA Wien, finde ich, wirklich der Welt, aber vor allem den Bewohnerinnen und Bewohnern dieser Stadt gebracht hat, ist ein Riesenschritt in Richtung ökologische Gerechtigkeit. Also sozusagen Leute, die ein Einfamilienhaus am Stadtrand haben, haben es natürlich viel kühler und viel angenehmer als Menschen, die in der dichten Stadt wohnen. Und dieser Ansatz, quartiersmäßig zu arbeiten und das alles mit einzubeziehen, was Soziales und Ökologisches ausmacht, das ist einzigartig und, glaube ich, wird auf der ganzen Welt noch viele Nachahmerinnen finden. Eines der Kernthemen der IBA Wien, der Schlusspräsentation der IBA Wien, ist Klimaanpassung und ökologische Nachhaltigkeit. Da haben wir uns auch sehr bemüht, einen sehr großen Maßstab abzudecken und Projekte zu zeigen, die sowohl auf der Quartiersebene sich abspielen, als auch wirklich Mikrogrünräume sind, die die Bestandsstadt abkühlen, aber auch Themen wie Umgang mit nachwachsenden Rohstoffen, Umgang mit erneuerbaren Energien, ökologische Bauweisen und die Vereinbarkeit mit leistbarem Wohnraum, alles zusammenzubringen. Und da gibt es sozusagen zwei Bereiche. Der eine ist der Klimaschutz und der andere ist die Klimaanpassung. Und beim Klimaschutz geht es eben wirklich auch darum, für die Zukunft nicht noch mehr Schaden anzurichten durch das Planen und Bauen. Also so wirklich ressourcenschonend zu planen, ökologisch zu planen und bauen. Und bei der Klimaanpassung geht es vor allem darum, zu akzeptieren, dass die Hitze da ist und dass es heißer sein wird und jetzt schon heiß ist. Und dass wir Stadtteile so planen und umsetzen, dass sie tatsächlich kühler sind, dass das Wohnen angenehmer ist und gleichzeitig auch leistbar bleibt. Denn es geht bei diesem Thema der Klimaanpassung und der ökologischen Nachhaltigkeit auch wirklich um soziale Gerechtigkeit. Es geht auch darum, wer wohnt wo und wer kann sich was leisten. Es geht auch darum, dass Menschen überall in der Stadt eine kühlere Stadt zur Verfügung haben. Das hat viele Leute, glaube ich, auch zusammengebracht, sowohl von der Stadt als auch die Praktikerinnen. Und für uns war es halt auch immer so eine Sache, dann auch Bewohnerinnen ein Stück weit herzubringen, weil wir einfach auch merken, dass das super ist, wenn das gesehen wird, was eigentlich da geleistet wird, auch mit den Steuermitteln oft bei den geförderten Wohnhausanlagen. Mein IBA-Moment war wirklich, als ich einen Anruf vom damaligen Wohnbaustadtrat bekommen habe, ob ich in der IBA mitarbeiten will. Ich war gerade so auf Neuorientierung auf meinem letzten Job in der Seestadt Ausbahn und habe das gehört und gesagt, ja klar, sofort. Die Eröffnung der Schlusspräsentation, der 21. Juni nach fast 6,5 Jahren, dann dieser Moment, wo die Leute reinkommen und alle unsere Ergebnisse auch wirklich so zusammengefasst sehen. Wir hatten so eine Fokusrunde zum Thema Erdgeschoss und Erdgeschossmanagement. Und da saßen dann so verschiedene Akteurinnen zusammen und die haben sich davor nicht gekannt und da haben wir halt sehr rege diskutiert. Und beim nächsten Bauträgerwettbewerb sind sie als Team aufgetreten. Und das war irgendwie für mich ganz besonders, weil ich dadurch so richtig erfahren habe, dass auch der kleine Möglichkeitsraum, wenn er da ist und wenn man den gut nützt, auch Auswirkungen haben kann. Mein besonderer IBA-Moment war, als ich das erste Mal in einem IBA-Quartier war. Ich habe vorher schon viel gelesen und viele Bilder gesehen, aber als ich dann tatsächlich das erste Mal da drin gestanden bin und das Besondere, was dieses Geizel ausmacht, einfach gespürt habe und gesehen habe, das war dann schon etwas ganz Besonderes. Mein persönlicher IBA-Moment war, wie die Kooperationspartnerinnen das erste Mal bei mir angerufen haben und gesagt haben, dass die Teilnahme an der IBA Wien für den Fortschritt an ihrem Projekt ihnen viel gebracht hat. Das hat mich persönlich sehr gefreut. Also für mich persönlich ist es immer ein ganz besonderer Moment, wenn Projekte oder auch Quartiere
fertig werden bzw. in einer Phase sind, wo sie bald fertiggestellt werden. Es arbeiten ganz viele Leute an diesen Projekten, die bei der IBA mit dabei sind und auch an den Quartieren, die unterschiedliche Expertise mit hineinbringen. Und da ist es einfach schön, wenn man dann schlussendlich das Resultat sieht, für das man dann meistens jahrelang gearbeitet hat. Besonders schön ist es natürlich auch, wenn die zukünftigen Nutzerinnen und Bewohnerinnen dann in die Projekte einziehen und die Quartiere dort mit Leben erfüllen. Wie wohnen wir morgen? Zusammen. Vernetzt. Besonders. Logisch. Zusammen, vernetzt, besonders und logisch. Wichtig ist, dass diese Themen auch kommuniziert und sichtbar gemacht werden, damit möglichst viele Akteurinnen und Akteure auch inspiriert und motiviert werden, sich zu beteiligen. Mit der Internationalen Bauausstellung haben wir in Wien einen Meilenstein gesetzt. Im Mittelpunkt steht das soziale Wohnen. Projekte wie die Biotop City oder das Wohnquartier Wolfganggasse können sich sehen lassen und haben definitiv Vorbildwirkung. Neue Wohnmodelle für Alleinerziehende sind hier ebenso dabei wie innovative Lösungen in Sachen Klimaschutz. Das Wichtigste ist, leistbare und lebenswerte Wohnungen für die Wienerinnen und Wiener zu schaffen. Und klar ist, mit der IBA schreiben wir die Erfolgsgeschichte des sozialen Wiener Wohnbaus weiter. Es sind wichtige Impulse gesetzt worden und die wollen wir auch weiter umsetzen, gemeinsam mit vielen Organisationen, Einrichtungen, Partnerinnen und Partnern. Und das ist das Schöne an der IBA, dass dieser Prozess angestoßen worden ist und für unsere Stadt nicht mehr wegzudenken ist.